Willkommen zum Deutschen Dienstag mit ihr und mir. Heute mal ein bisschen anders. Ich hatte letztes Mal habe ich nämlich amerikanische Nachrichten mitgebracht und der Heli haben die nicht gefallen. Aber ihr alle habt in die Kommentare geschrieben, dass die Heli nicht weiß, was sie da redet. Hast du die nochmal ausgesucht? Bitte Ein nicht. paar Heli. Wir Gott. müssen ja folgen. Ich habe das Video gelöscht mit Absicht. Ja, Heli, da bist du selber schuld. Weißt du hättest die nicht löschen sollen, du hättest einfach mal auf mich hören sollen, aber so läuft es halt. Und dann wirst du überstimmt und jetzt sitzt du da wie ein begossener Pudel und weißt nicht, was du machen sollst. So läuft das nun mal. Bitte ich euch, das Video mit einem Daumen hoch zu versehen, zu abonnieren. Okay. Wie sagt man auf YouTube? Ein Daumen hoch. Ein Daumen hoch und Abonnieren. Abonnieren in die Kommentare schreiben, was ihr von diesen Und ich bin müde. Heli ist müde. So, ich werde wahrscheinlich ein paar Fehler machen. Wie jetzt? Ein paar Fehler. Nicht Fehlern. Fehler machen. Fehler machen. Fehler machen. Ja, Fehler machen. So, ich entschuldige mich jetzt schon. Okay, lassen Sie uns mit der ersten Nachricht Aber du beginnen. musst es jetzt übersetzen, Ja, weil mach ich ich habe ja. keinen Bock, das zu machen. Okay, jetzt geht's los. Albtraum in der Nachbarschaft. Oh, Ja. wow. Party Rental, so genannt, es stört die Nachbarschaftsruhe und es ist Zeit für strikte Regeln. Okay. Ja, und das fand Das ist in Cape Coral. ja, und das fand ich Wo sehr meine Mama interessant. wohnt. Das fand ich sehr interessant, weil das ist ja überall so. Okay, so das Problem ist, ich sage das jetzt offen und ehrlich, viele Leute aus Miami kommen hierher, weil es ist ein bisschen günstiger hier, da ist nicht so viel Radau hier, Ja, es ist ein scheinbar bisschen schon. netter hier, aber alle, die aus Miami, die hierher kommen, bringen Miami mit und die machen Party after Party after Party bis 2 Uhr. Da habe ich eine gute in der Story Früh. ausgesucht. Schau, Ja, sie hat gerade noch gesagt, sie ist müde, aber jetzt wird das Feuer. meine Mama hat mir heute angerufen, hat mich angerufen für 1 Stunde oder so. Und sie hat gesagt, ja, hör mal zu, was die Leute machen. Ja, und Musik, Karaoke. Um 9. Stellt euch das vor, 9 Uhr, auf Samstagabend, Ja, Sonntagabend. Sonntagabend. Ja, Falls aus dem Stuhl. 10 Uhr oder 22 Uhr, 21 Uhr auf der Balkon oder in der Terrasse. Und die Sache ist, viele Leute hier sind etwas älter. Ja. Florida ist ja sozusagen Retirementville. der Retirement Home of America. Ich fand das sehr interessant, weil es ist ja auch, dasselbe könnte in Deutschland sein, Ja. dass sich die Nachbarn beschweren, weil jemand zu laut ist. Ja, Und wie Das man sieht, Ding das ist ist- überall das Gleiche. das Ding ist Southwest Florida, weil das Ganze heißt Southwest Florida von, keine Ahnung, Tampa unten, Ja. sagen wir mal. Bis Marco Island. Bis the Everglades da unten. Marco That's South Island, Florida. ja, Southwest Florida. That's not west anymore, Heli. The Everglades is split up. It can Everglades also is in be, Süden. it could be in the oft west or the east. It does not matter. Yes, it can be on both sides. Yes, there is both sides. Das Ding ist, Southwest Florida ist nämlich ganz leise. Es ist alt Ja. und Ich glaube, mein Verdacht ist auch, dass es die Spring Breakers sind. Die dürfen nämlich nicht mehr nach Miami, aber Ja. dazu später mehr, ein Teaser. Merkt euch die Geschichte. Oh So Gott. ja, das ist die erste Nachricht, die ich euch mitgebracht habe. So, ihr seht, nicht nur in Deutschland wird wegen Radau gemeckert. Hier schon. Hier auch. Ja. Zwar weniger, aber wenn es in der Ich finde es Nachbarschaft lustig. ist... Ich finde es lustig, weil nur die alten Leute wegen sich auf. regt So mich hier, auch auf. nein, hier in Florida, aber in Deutschland Regt it's sich jeder auf. Jeder. Nächste Nachricht, was haben wir denn da? Heli, diese Nachricht
Also die Nachrichten, das wollte jeder wissen, was passiert ist. Und ich finde, das ist eigentlich die beste Geschichte. Also, die ist sehr traurig. Aber Der Post hat die Asche verloren. die Post hat die Asche des Ehemannes verloren. Ja, das ist Und aber jetzt traurig. kann man die Asche, die finden die Asche nicht. Ja, das ist traurig. Das ist mega traurig. Und, Ja, aber das fand ich so passend, weil in Deutschland wird keine Asche verschickt, weil du es hier wieder nicht darfst, und bla bla bla, weil du die Asche nicht zu Hause haben darfst, was ich ja komplett Blödsinn finde, weil wenn du jemanden einäscherst, ich will die zu Hause haben. Was denken die denn, was du damit machst? Nein, das ist nicht, das ist wegen, du musst die Das ist- Remains respektieren. Ich glaube, dass die Aber wenn du Remains mehr stirbst, von deiner... wenn du stirbst, was passiert dann? Dann kommen sie halt zum nächsten. Aber wenn du stirbst... Aber wenn du keine Kinder hast? Ja, aber was passiert denn dann mit dem Grab? Das Was wird mein- dann aufgelöst. Ich glaube, dass niemand die Überreste seines verstorbenen Ehemanns, Ehefrau, bla bla bla, Kindes mehr respektiert wie Ja. die Hinterbliebenen. Der einzige Grund ist Geld. Ich finde das hier viel besser, dass du deinen verstorbenen whatever zu Hause hast. Auch deinen Hund. Meine Uroma ist bei meiner Mama. Ich frage Die mich, Sache ist- warum haben die das Viele geschickt? machen das. Aber warum? Ich würde das, ist in der nie Geschichte, machen. ja, aber das ist in der Geschichte genauso. Das wird verschickt und die Mitarbeiter, die wirklich bei USPS arbeiten, die wollen die Asche finden. Jeder weiß Bescheid Ja, und die natürlich. finden sie nicht. Ja. Aber wer nicht mitmachen will, ist Management und Kundenservice. Und wer von euch hat schon mal bei der Deutschen Post oder DHL angerufen? Das ist so ein Scheiß. schrecklich. Ja, das ist Du so ein bist Scheiß. schon so Wir aggressiv. haben geklingelt. Ja, Nein, hast sicher, du nicht. Hast du geklingelt, nicht. hast geklingelt. Never. Und dann gibt es das Paket 5 Ortschaften weiter ab. Ist klar, beim Nachbarn. 20 Ich Minuten meine, weiter. Das ist letztes mir einmal Mal passiert. haben die das, also ich habe wirklich, wie sagt man, Du hast geschaut. nein, letztes Mal, Wo denn? als wir in Deutschland waren, Ja. die haben mein Paket an irgendeine Adresse, Ja. natürlich, das war ähnlich, aber das war Ja. nicht meine Adresse. Die haben gesagt, nein, wir haben das abgegeben, du hast es unterschrieben, bla 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 bla. Du hast es unterschrieben, Ja. das ist auch immer die beste Ja, Lüge. und dann da steht irgendein Squiggle und ich so, spinnst du? Und was war Ja. das für eine, Sie. spinnt ihr? Spinnen Sie. Ja, spinnen Sie. Was ist das für, zuerst Eingekapselt. ja, genau. Und wie war die Adresse bitte nochmal? Und dann haben sie das gesagt, so, ja, ich wohne da nicht. Das nervt tierisch. Ja. Aber warum haben die das? Viele verschicken das. Ich weiß, aber das ist nicht Und- schlau. Nein, aber ich ich denke, dass Remains, also Asche, sollte mit mehr Respekt, und das sagen auch die Mitarbeiter Ja. hier in diesem Artikel, aber Management nicht, tut ihr da wieder nicht zustimmen. Aber die Leute, die wirklich dort arbeiten, die anpacken und die wirklich verschicken, sagen wohl, dass das einfach viel besser gemanagt werden muss. Ja. Weil Ich würde das ich würde es nie auch nie machen. verschicken. Ich würde es ja auch nie Nie verschicken, machen. aber trotzdem. Ich würde Aber das es ist selber passiert. fahren. Ich glaube, die sind aus Michigan. Ich würde das selber von Michigan nach Florida. Würdest du transportieren? Ja. Würdest du mich transportieren? Selber. Ja, natürlich. Mach einen Beifahrersitz. kleinen Roadtrip. Ja. Ja, würde ich auch. Also, Ja, aber trotzdem never, die arme ever. Dame und Würde ich irgendjemand, schrecklich. wie sagt man, the not even responsibility, the ability to have control over my loved one. Niemals. Okay. Niemals. Die Überreste sind immer noch nicht gefunden. Die Asche ist verschollen. Ja, finde ich auch schade. Dann haben wir jetzt die nächste Geschichte. Sehr, Heaviest Florida Panther ever recorded. was heißt das auf Deutsch? Schwerste Panther jemals in Florida gefunden. Ja. Mhm. Und wie schwer war er denn? 166 Pfund. So schon wahrscheinlich 80 Kilo. Ja. Ja. Und die Sache ist die laufen hier frei rum. Ja.
Und die Story habe ich letztes Mal rausgesucht. Du wolltest ja nicht, dass wir die... Und das fand ich einfach wieder Das war ein Mann. Wer denn jetzt? Ich glaube, der Panther War männlich. war männlich. War männlich. Weil ich habe War immer ein gesagt, Mann. die Pantherin. Ich habe sie immer, ist immer sie genannt. Okay, und Oder auf jeden ihr. Fall, die laufen hier frei rum. Und Die sind schon groß. sind sehr groß. Und Warte. deswegen habe ich habe die nur rausgesucht, weil ich das finde, das so interessant, dass in Deutschland, sobald auch nur ansatzweise irgendein Raubtier in der Nähe ist, wird der sofort getütet. Braunbär Bruno, Wülfe, das Schwein, das ein Löwe war, was auch immer. Und hier, das ist einfach normal. Du lebst mit der Natur. Das ist ihr Zuhause. Das Aber ist, das genau, das Schade, ist das Zuhause. Das Schade ist, dass die Government hier, die machen nichts gerade wegen Overdevelopment of das Land. Und Aber dann das wird wahrscheinlich du in 2 siehst die Jahren immer wieder. auf der Straße tot, weil da ist kein Platz für die. Die brauchen da ist viel schon Platz. viel Platz, Ja, da ja. ist viel Platz, aber die brauchen mehr Platz. Ich finde das gut, dass sie das machen. Ja, ich Die finde sind- auch. Aber oder die Geschichte war, dass Mike und ich, wir waren bei Gatorama, Gatorland oder irgendwas, und die hatten einen Florida Panther da. Und er ist Riesig. ist Huge. aufgestanden, so auf die hintere Beine. Und Mike so, was verdammt nochmal ist das für eine Der war Katze? riesig, war größer wie ein Mensch. Und ich glaube, die haben gesagt, dass ein Tiger oder ein Löwe ist fast 2-mal so groß. Und wir waren so, wie bitte? Was? Groß. Oder Schon schwerer. groß. Schon groß. Ja, aber schön, die sind schön. Ja. Imagine you're just walking in the Wild, in the wildlife, und du siehst sowas. Aber die haben Angst. Ja. Die sind mehr, wie sagt man, mehr afraid Scheu. of you, scheu, than you are of Das them. funktioniert auf jeden Fall. Ja. So, jetzt kommen wir natürlich zur Geschichte zurück. Oh, Ja. Miami Beach imposes strict measures. Du musst es auf Deutsch sagen, weil ich habe kein Batterie mehr. Oh. Oh. Ja, Miami Beach mag Macht. keine keine Spring Breakers mehr und da gibt es jetzt ganz harte Zeiten. Regeln. Zeiten Ja. werden jetzt aufgezogen. $100 Parking am Tag zu zahlen. Curfews, wie heißt das auf Deutsch? Ausgangssperre. Ausgangssperre, ich 6 weiß Uhr, nicht. glaub ich. 6, Ja, so 18 Uhr, 18 Uhr, nicht 6 Uhr in der Früh. 6 Uhr abends. Okay, so 18 Uhr. Was noch? Kein Alkohol ja, oder kein irgendwas Alkohol in der sowieso. Öffentlichkeit. Ich glaube, das war's. Das Ding ist, wie ich Ja. gesagt habe, Miami, nicht nur die Leute, die da wohnen, die Spring Breakers, die hinfahren Die und Sache ist kommen, ja. die machen Radau. Ja. Die schießen, die, how do you say, fight? Trinken, Die trinken, kämpfen, fahren betrunken Auto. fahren betrunken Auto und Es macht ist halt alles Karneval. kaputt. Es ist mehr oder weniger Karneval. Aber hoch 1000. Hoch mehr. Also Ja. es sind junge Leute. Weil Leute sterben. Das Ja. ist das Ding, wenn irgendjemand ein Gun hast und irgendjemand schießt. Naja, du kannst ja auch im Autounfall sterben. Ja, natürlich, Kannst auch aber ertrinken, wenn du natürlich, betrunken aber wenn du bist. auf der Also es ist Straße nicht gut. sitzt und dann kommt irgendjemand mit einer Waffe und fängt an zu schießen, Die ist das 2022 wurden 290 Guns Ja. Ja, genau, genau. festgestellt, Ich war einmal. eingezogen. Ich war einmal in Miami für Spring Break und das war ekelig. Ja, ich glaube, dass es Ich- auch für die Stadt nicht gut ist, Ja. weil die
verscheuchen ja die gut zahlenden Touristen, weil ich glaube, dass Spring Breakers nicht so. Nein, das die ist so, gehen wie die zu Leute- 20. in ein Airbnb, Ja. kaufen das Das ist günstigste die Bier Leute und gehen an den Ballermann. Strand. Genau. Das ist Ja. für Mallorca. Ja, genau, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Ballermann, Mallorca will ja auch den Ballermann ein bisschen eindämmen Ja. und ein bisschen auf andere Weil diese Tourismus Leute, die gehen. bringen nicht so viel Geld. Die Ja. gehen irgendwo zu Ballermann, die gehen dann gehen sie irgendein Currywurst Currywurst essen. essen und Das war's. haben auch kein Auto gemietet, haben Ja, weil sie daneben wohnen. ja, genau. Und das ist das Ding. Die besuchen die schönen Strände nicht. Nee. Keine Ahnung. Das ist genau das Gleiche. Ja. Ja, In seht ihr, Miami da ist wieder. ein bisschen ist schön. Ja? I love Miami. Nein, ich nicht. Ich liebe Miami nicht, aber Ich liebe ich finde Miami schön. Aber die So Leute, cool. die Touristen, die Leute, die da wohnen, die stressen mich aus. No, die Und Leute, die da wohnen, sind ja okay. Sind ja eher die. ich finde die auch eklig. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele fitte Menschen gesehen. Ja, das stimmt. Ja. Aber die sind alle diese Influencer-Kacke. gut, ich muss das nicht mit ihnen nervt mich. reden. Aber ich muss mich, mein ganzes Leben oder mein ganzer Alltag muss ich mit denen Wir werden in beschäftigen. Miami wohnen Nein, und dann- Mike möchte unbedingt in Miami wohnen. Ja, nur ich für ein nicht. paar Jahre. Nein, Ich finde es cool. ich kann ein Jahr New York, anbieten. ein tropisches New York. Ich finde es cool. Ich würde lieber in New York wohnen, wo da Seasons sind. Ratten? Ja. And so with Miami, with the iguanas I that, love that iguanas. attack you? Oder? Bitte nicht. That eat your Iguanas? chickens? Ja. Definitely nicht. Iguanas sind Eidechsen. Iguanas sind nicht Eidechsen. Natürlich, ist eine große Eidechse. Nein, Iguana ist Leguan. Spinnst du? Eine Eidechse. Iguana. Lizard. Nein. Eidechse. Ja, aber nicht. Eine Eidechse ist diese kleine. Ja, Ein no, it's a Iguana lizard. auf Deutsch ist Leguan. Ja, ein Leguan. Ja, Leguan. Das ist eine Eidechse. It's a reptile. It might be a lizard. Ist Ja, it might ein be. Leguan eine Eidechse? Leguane bilden eine Familie der Schupperkrichten. I think of a lizard. Even if it is really a lizard, I still think of a lizard as the kleine things that we have here. Ja, das hat alles Or a Eidechsen. Komodo dragon. No, das It's ist auch eine technically Eidechse. auch Ist a auch ein lizard Lizard. then. Okay. But I would never call a Komodo dragon a lizard. Okay, gut für dich. Gut für dich. If you say, Haley, look at the lizard, do you think I'm going to say, oh, it could be an iguana or it could be a Komodo dragon? No, I'm going to think that it's an effing tiny lizard. Wie wär's, wenn du das mal auf Deutsch sagst? Okay, letzte ist etwas aus dem Wetter. Während die Heli hier am Abnippeln ist. Ne? You made me laugh and then it went down the wrong throat. Okay. Okay, are we ready for the letzte? No. Ist Oh. es der Winter? Warum nicht hier? Es ist so warm. Es war heute 28 Grad. I mean, eigentlich ist es schön, ich sitze am Pool. Ja. Aber Ja. So ja, es ist eiskalt in Amerika. Der ganze Kontinent ist, außer Florida. ja, außer Außer Florida. Florida. Außer Florida. Und wenn man gerade auf die die ganze Welt schaut, ist nur Amerika kalt. Der Rest ist warm. Minus 40 Grad in North Dakota. Was? Das ist sehr kalt. Ja, das ist könnte niemals so kalt. Da wohnen. Ja. Ich war mit minus 20 Grad in Deutschland fast am Sterben. Wir sind so alt und wir waren immer sehr alt. Das stimmt. Ja, das war's mit unserem deutschen Oh. Dienstag. Ich hoffe, euch haben die Nachrichten gefallen. Die Heli darf jetzt schlafen Oh gehen. mein Gott, I'm so müde. God, just throw it away. Schläfe ich dich ein? Bin Nein, ich zum ich bin einfach Einschlafen? müde. Ich habe heute ganz viel gemacht. Das stimmt. Du bist so braun. Mhm. Oh, okay. Gut, dann braune Heli, blasser Mike. Wie immer. sowas- Kreide. Sowas Gemeines.
Der weiße Kreide Vergesst Michael. nicht, Liebe unter dem Video zu lassen. Ihr könnt uns ja sagen, ob ihr ob ihr amerikanische Nachrichten wollt, ob ihr einen Mix wollt, immer abwechseln. Und ja, das war's. Dankeschön fürs Schönen Zuschauen. Abend noch. Ciao.